In meinem heutigen Video möchte ich euch gerne die Modelle der V200 bzw. V220 vorstellen. Von Märklin sind das 3 Modelle, die in den 70er und 80er Jahren gebaut wurden. Märklin hat mittlerweile neuere Modelle herausgebracht, die etwas detaillierter sind. Für mich allerdings jetzt hier nicht ausschlaggebend, weil ich mich auf die 3 Modelle konzentrieren möchte, die ich so aus meiner Jugend kenne und die sich aktuell auf meiner kleinen Anlage befinden. Und bevor es mit den Lokomotiven losgeht, noch ein kleiner Hinweis, und zwar wurde ich immer mal wieder gefragt, ob es nicht einen Gleisplan von meiner kleinen Anlage gibt, beziehungsweise ein paar detailliertere Fotos, weil der eine oder andere dann doch daran interessiert war, das eventuell nachzubauen oder abgewandelt nachzubasteln. Habe ich am Ende vom Video jetzt wirklich versucht, nochmal einen kleinen Gleisplan einzuhängen, beziehungsweise habe auch nochmal versucht, ein paar Fotos weiter von oben zu machen. Aber jetzt erstmal zu den Lokomotiven. Beginnen möchte ich mit der 3021 von Märklin. Ich denke, das ist wohl einer der Klassiker aus dem Märklin-Programm mit Metallgehäuse. Wurde von 1957 unter der Märklin-Nummer 3021 verkauft. Habe hier ein Katalogbild aus den 70er Jahren. Denn mein kleines Modell, das ich euch vorstellen möchte, ist die 12. Variante von Märklin gebaut von 1972 bis 1978. Von der Vorbildlokomotive gab es wohl 1953, 1954 die ersten Vorserienlokomotiven und ab 1956 ging die Lokomotive dann wohl in Serie. Wenn ich das richtig verstanden habe, leisteten damals 2 V12-Zylindermotoren ungefähr 2200 PS und ab 1962 nannten sich die Lokomotiven dann wohl V200.1 und die Motoren leisteten ab dann ungefähr 2700 PS. Die Lokomotive wurde wohl eingesetzt im Güterzug und im Personenverkehr und hatte eine maximale Höchstgeschwindigkeit von 140 Stundenkilometern. Hier im Modell haben wir dann die ursprüngliche Variante der V200 und diese wurde immer in der schwarz-roten Farbvariante ausgeliefert. Ab 1968 wurden die Lokomotiven dann wohl umbenannt von der V200 in die V220. Das war für mich ganz interessant, weil ich immer dachte, dass das eigentlich irgendwie ein Nachfolgemodell ist. Aber es scheint hier wohl nur die Bezeichnung geändert worden zu sein. Ab 1974 wurden dann 3 der Lokomotiven ursprünglich von V200 auf die V220 nicht nur umbenannt, sondern ab 1974 dann auch in der ozeanblau-beigen Lackierung lackiert, um sie sozusagen dem aktuellen Farbschema der DB anzupassen. Von Märklin ist das dann das Modell 3081. Dieses Modell wurde von Märklin von 1984 bis 1988 wohl unverändert gebaut. Das heißt, es gab hier keine verschiedenen Varianten, sondern es war ein und dasselbe Modell ohne größere Änderungen über diese 4 Jahre. Und hier ist das passende Katalogbild aus einem 1984er Märklin-Katalog. Und hier ist dann mein Modell auf der Anlage. Ich persönlich mag dieses Farbschema eigentlich ganz gerne, muss allerdings sagen, dass es bei der V220 irgendwie ein bisschen komisch aussieht. Gerade im Verhältnis zu der rot-schwarzen Variante habe ich immer das Gefühl, irgendwie fehlt was. Irgendwie ist die Lokomotive zu nackig. Aber sie passt einfach toll zu den Wagen aus der damaligen Zeit. Und deswegen war die Lokomotive hier für meine kleine Anlage auch ein Muss. In den 1980er Jahren wurden dann wohl einige der V220er Lokomotiven in die Schweiz verkauft. Wurden dort umbenannt in der Schweiz in AM4-4. Aber die Schweizer waren nicht sehr begeistert von der Lokomotive. Aufgrund des Alters wurde dort wohl mehr repariert, als dass sie dann auf der Strecke gefahren ist. Und in den 90er Jahren haben sie die Lokomotiven ausgemustert, beziehungsweise es wurden viele nach Italien verkauft und sind dann dort im Güterzugdienst weitergelaufen. Und hier dann von Märklin das kleine Modell, und zwar die 3184. Das war damals von Märklin ein Exportmodell und wurde wohl nur 1988 gebaut. Leider habe ich hier kein Katalogbild gefunden, sodass ich hier nur das Modell auf meiner Anlage habe. Mir persönlich gefällt dieses Farbschema der Schweiz ziemlich gut.
weil sie gerade mit der Beschriftung und den gelben Handläufen an den Türen, ich finde, einen sehr, sehr detaillierten Eindruck macht, auch wenn das Original bei den Schweizern wohl nicht so gut angekommen ist. Dann habe ich hier die Ursprungsvariante von Märklin, die 3021. Angehängt ist ein Speisewagen, die 4024. Ein Erste-Klasse-Wagen blau von Märklin, die 4051. Und ein Zweite-Klasse-Wagen in grün, die 4052. Diese wurden wohl gebaut von Märklin als Modell von 1972 bis 2003. Und damit haben wir hier einen ganz klassischen Personenzug aus den 60er und 70er Jahren. Bei mir musste ich ihn dann wieder verkürzen auf maximal 3 Wagen, weil mein mittleres Bahnhofsgleis halt zu kurz ist. Als nächstes habe ich dann von Märklin die 3081. Angehängt hinten von Märklin die D-Zug Personenwagen 4111. Hier gibt es dann die Besonderheit, dass wir auf der linken Seite den Wagen sehen. Das heißt, der ist im unteren Bereich schwarz gehalten und es fehlt dieser untere hellbeige durchgängige Strich. Das war wohl die erste Version, die von Märklin gebaut wurde, von 1976 bis 1978. Und auf der rechten Seite die neuere Version des Wagens. Der untere Bereich ist dann türkis gehalten und er hat diesen durchgängigen beigefarbenen Strich. Und dieser Wagen wurde dann in der Variante wohl gebaut von 1979 bis 2003. Und als Gepäckwagen hinten dran hängt von Märklin die 4044. Diese wurde wohl nur 1991 gebaut. Und dann nochmal die dritte Variante, die Schweizer Variante, die AM 4-4 von Märklin, das Modell 3184. Das Exportmodell in erster Linie für die Schweiz. Hinten angehängt habe ich dann von Märklin die 4068, den passenden Speisewagen aus der Schweiz. Und die 4066, die normalen Personenwagen. Und diese wurden in den 70er Jahren von Märklin hergestellt. Da die Wagen keine eigene Inneneinrichtung hatten, habe ich mir aus dem 3D-Drucker eine gedruckt und die Wagen dann mit der selbstgebastelten Inneneinrichtung versehen. Und was man auf der Anlage beim Fahren leider nicht sieht, ist, dass der Speisewagen auch schon eine Innenbeleuchtung eingebaut bekommen hat von mir. Aber dadurch, dass das Umgebungslicht so hell ist, ist das bis jetzt noch nicht weiter aufgefallen. Ich lasse die 3 Züge jetzt noch ein paar Runden drehen und wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen.
So, hier habe ich dann nochmal den Versuch gemacht, den kleinen Gleisplan da einzubringen. Leider war es nicht möglich, hier mehr Gleise einzubringen, weil das nur so eine Testversion war. Ich selbst brauche halt keinen Gleisplan, deswegen habe ich mir jetzt hier nicht allzu viele Gedanken darüber gemacht. Aber ich denke, man kann das ganz gut erkennen. Die hinteren Gleise sind da und vorne muss man das im Grunde genommen dann nur weiter zusammenfügen. Hier habe ich dann nochmal versucht, die kleine Bahn von weiter oben zu fotografieren. Das ist allerdings nicht ganz so einfach, denn die Anlage ist auf 1,30 Meter Höhe und ich musste jetzt hier schon auf eine Leiter klettern, um überhaupt von weiter oben fotografieren zu können. Deswegen habe ich das einmal im Gesamtbild gemacht. Und hier habe ich dann nochmal 2 extra Fotos. Einmal die rechte Seite ein bisschen größer und einmal die linke Seite ein bisschen größer, sodass ich denke, dass man jetzt so einigermaßen erkennen kann, wie die Gleise hier auf der Platte verteilt sind. So, das war's von mir mit meiner kleinen Lokfamilie V200 bzw. V220. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen oder verdreht. Wenn nicht, dann schreibt es mir in die Kommentare und ich werde es dann wieder nachtragen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen schöne Weihnachten. Demnächst gibt es wieder mehr und bis gleich.